Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor das Video losgeht, noch ein kleiner Hinweis für alle Leute, die regelmäßig bei Holy bestellen. Und zwar haben die eine neue Sorte rausgebracht, und zwar die Blutorange. Ja, ist jetzt zu Halloween zum Anlass dauerhaft im Sortiment verfügbar. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Natürlich gibt es dazu auch zum Anlass wieder sehr coole Aktionen. Ab einem Bestellwert von 49 Euro bekommt ihr die coole Kerze mit dazu. Ja, ab 99 Euro bekommt ihr einen Thermo-Shaker mit dazu, der im Dunkeln leuchtet, ja, auch sehr geil. Und ab 149 Euro bekommt ihr auch ein T-Shirt gratis mit dazu, was auch im Dunkeln leuchtet, ja. Checkt das sehr gerne ab, wenn euch die Sorte gefällt. Ansonsten, für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, Holy ist ja jetzt bei dieser Staffel von Seven vs. Wild Hauptsponsor, und das ist natürlich ganz nice. Und da gibt es auf der Holy-Seite auch aktuell sehr viele coole Aktionen mit verschiedenen coolen Shakern und Thermoshakern dazu, gerade bei den Bestellpaketen, wo man halt eben die Sorten ausprobieren kann, ne? Die ganzen Starterboxen und sowas. Für Leute, die eventuell neu sind und sich da mal durchprobieren wollen, ist das jetzt der richtige Anlass dafür. Wenn man dann auch noch Seven vs. Wild Fan ist, on top ist das natürlich sehr, sehr geil. Und ansonsten spart ihr euch natürlich immer mit dem Code DORZA5 5 Euro oder mit dem Code DORZA 10% auf eure gesamte Bestellung, je nachdem, was besser für euch ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video will ich euch meine Top-Tricks und Tipps für den kommenden Serverstart verraten. Insbesondere fokussiert auf die Avatar-Bilder. Ja, darum geht es mir jetzt explizit. Es geht mir nicht um die herkömmliche Spielweise, die man sonst vielleicht so an den Tag legt, sondern wirklich darauf abzielt, einen von den 5 Avatar-Bildern zu gewinnen. Falls das nicht deine Ambition sein sollte, dann kannst du das Video schon mal ausschalten, dann ist das Ganze nichts für dich. Das ist wirklich nur für die Leute, die vorhaben, auch wirklich viel Zeit, vor allen Dingen auch viel Geld, viele Pilze zu investieren und eventuell mit etwas Glück dann auch am Ende des Tages einer von 5 Leuten zu sein, die unter den ersten kommen, die Stufe 350 erreichen, denn das ist natürlich das Ziel auf EU16. Die ersten 5 Leute, die 350 erreichen, bekommen so ein Avatarbild, und ich möchte euch da gleich vorab warnen. Denn das Ganze ist wahrscheinlich nicht mit ein paar 100 Euro gemacht, sondern da muss man wahrscheinlich schon in einem 4-stelligen Eurobetrag oder vielleicht sogar noch mehr rechnen. Denn die Leute wollen sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und sind heutzutage wirklich gewillt, wirklich hohe Summen in das Spiel reinzustecken, um sich so einen Avatar zu leisten bzw. zu erspielen. Und da möchte ich wirklich einen ganz großen Disclaimer vorher machen, dass falls ihr eventuell neu seid in dem Spiel oder noch nicht wirklich so die Ahnung davon habt, das dann am besten gleich sein lassen solltet. Denn das ist wirklich was für schon Leute, die schon sehr erfahren sind und halt wirklich auch eine große Geldbörse haben, ja. Für alle Leute, die natürlich anderweitig auf EU16 starten wollen und die normalen Tipps und Tricks befolgen wollen, da kann ich euch sehr gerne hier meine Tipps und Tricks Playlist auch empfehlen. Da findet ihr alle herkömmlichen Hinweise zum Spielstart bzw. Serverstart, wie zum Beispiel Festungs- und Unterweltguide, Pet-Guide etc., nützliche Tipps, ne, welche Klasse ist für mich so am besten etc. pp. Ne? Aber das weicht heute so ein bisschen von dem normalen Spielstil ab, und deswegen sind das explizite Hinweise für Leute, die halt eben vorhaben, auf diesem Server zu spielen. Ja? Wir fangen mal jetzt mit dem ersten Hinweis an. Und zwar haben wir ja auch das Thema in der Vergangenheit gehabt mit der Unterwelt und der Zeitmaschine. Ja? Wir haben in der Zeitmaschine Abenteuerlust, die jeden Tag da regeneriert wird. Und bei vergangenen Serverstarts war es ein großer Vorteil bzw. ein sehr guter Tipp gewesen, dass man sich quasi die Abenteuerlust ab Tag 1, wo man die Zeitmaschine hat, in der Zeitmaschine auch aufspart und kurz vor der Deadline, wann das ganze Race vorbeigegangen ist, hat man quasi die komplette Abenteuerlust aus der Zeitmaschine genommen, weil man nicht nur Abenteuerlust bzw. XP und Gold aus der Zeitmaschine gewinnt, sondern wie ihr halt auch eben sehen könnt, Ehre.
Und das war bei vergangenen Serverstarts, beziehungsweise bei solchen Avatar-Races entscheidend gewesen. Da ging es dann halt nach der Platzierung in der Ehrenhalle. Diesmal ist das aber nicht entscheidend, welche Platzierung ihr in der Ehrenhalle habt. Das heißt, die Ehre am Ende des Tages ist komplett egal. Wenn ihr auf Platz 50 seid, aber das höchste Level habt, dann ist das scheißegal. Deswegen würde ich euch abraten, dieses Mal, da es ja sich nach Level richtet, auf diese Spielweise zu gehen, denn das macht jetzt keinen Sinn, sich die Abenteuerlust bis zum Ende des Serverstarts bis zum Ende des Races quasi aufzubewahren, weil es wie gesagt nach Level geht und nicht nach der Ehre in der Ehrenhalle. Denn dadurch, dass man sich das aufgespart hat, konnte man, was weiß ich, ja, auf einmal irgendwie 200 Abenteuerlust abholen und ihr habt ja gesehen, eine Abenteuerlust bringt 10 Ehre und dann hat man sich ganz schnell mal hochkatapultiert und war auf einmal Platz 1 in der Ehrenhalle, kurz bevor das Rennen zu Ende gegangen ist. Ja, macht diesmal keinen Sinn, weil diesmal geht es explizit um die Erfahrung und dann macht es mehr Sinn, dass ihr jeden Tag sofort eure Abenteuerlust aus der Zeitmaschine rausnehmt, denn wie gesagt, dieses ganze Battle geht ja nur bis Stufe 350. Ja, das heißt, es macht keinen Sinn, XP-technisch sich Erfahrung aufzubewahren, denn ab 350 ist ja quasi schon Schluss. Ja, das heißt, es macht Sinn, so schnell wie möglich im Level nach oben zu pushen, und deswegen so schnell wie möglich auch in Richtung 393 bzw. halt eben 350 zu gelangen, weil wir haben hier die XP- und Goldkurve und wir wissen ja, dass 393 quasi der Peak-Bereich ist, wo ihr die besten XP-Quests bekommt. Der Grund, warum man heutzutage auch Dungeon-Pause spielt. Ja? Das heißt, ihr wollt euch so schnell wie möglich natürlich diesem Bereich hier oben nähern, weil ihr natürlich hier am besten Erfahrungen absahen könnt. Das heißt, im loweren Levelbereich, bis sagen wir mal so 350, kommen wir gar nicht in diesen ganz hohen Bereich hin, aber wir nähern uns zumindest dem dort an. Das heißt, es macht mehr Sinn, schneller zu leveln, um schneller in diesen höheren XP-Bereich zu kommen, als sich seine Abenteuerlust von Anfang an aufzubewahren, ja, und die dann irgendwann am Ende dann erst zu nehmen, weil man dann mit etwas schlechteren Quests die ganze Zeit gequestet hat, wenn man halt eben sich vielleicht dadurch 1 oder 2 Level halt eben eingespart hat. Ja, weil wie gesagt, es bringt am Ende nichts großartig, das Ganze in der Zeitmaschine liegen zu lassen für die Ehre und mehr XP bekommt ihr dadurch auch nicht, wenn ihr ein höheres Level habt und die dann auf einmal auf einer höheren Stufe nehmt. Ja? Die XP ändert sich dadurch dann halt eben in der Zeitmaschine auch nicht. Und deswegen macht es Sinn, so schnell wie möglich die Abenteuerlust eben auch zu spielen und das Ganze dadurch dann eventuell zu profitieren, dass man halt eben schneller höher im Level ist, umso mehr XP man den dann halt eben auch bekommt. Ja, deswegen würde ich diese Hergehensweise, die wir bisher hatten, hier jetzt für diesen Serverstart nicht empfehlen. Ja, das ist erstmal so der Hinweis Nummer 1. Dann eine sehr ungewöhnliche Spielweise und deswegen ist das auch explizit dieses Video für diesen Serverstart, weil man das normalerweise nicht so spielt, das Thema Pets. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, denn hier kann man sehr viel richtig machen oder auch sehr viel falsch machen. Wenn man einen normalen Serverstart spielt, dann richtet man sich danach, welche Pet-Reihenfolge man nimmt. Dazu halt eben, wie gesagt, auch mehr in meinen Pet-Guides, die ich in meiner Playlist verlinkt habe. Ja, das ist dann für Leute, die einen gewöhnlichen Serverstart auf lange Sicht spielen wollen. Jetzt ist es aber nochmal anders, denn man kann tatsächlich die Pets auch anders spielen, beziehungsweise halt eben so für sich nutzen, um halt eventuell erfahrungstechnisch einen besseren Vorteil dadurch zu erlangen. Ja, man hat aber auch gewisse Risiken, die das mit sich birgt, das muss man halt eben auch wissen. Und zwar ist das Thema die Pet-Habitate. Ja, wenn ihr hier ein Pet besiegen solltet, ja, dann müsst ihr halt eben gegen das Erde-Pet kämpfen hier zum Beispiel. Und wenn ihr das besiegt, dann bekommt ihr das Pet halt eben freigeschaltet zum Finden. Ja, und das gibt euch auch XP. Ne? Das ist wie ein Dungeon, der euch XP gibt, aber im Vergleich zu den normalen Dungeons, die wir hier in der Licht-Schattenwelt und überall haben, diese Gegner hier,
Da ist die Erfahrung quasi festgesetzt. Die ändert sich nicht, die ist quasi statisch, denn das ist eben auch der zweite Grund wegen einer Dungeon-Pause. Das heißt, diese Dungeon-Gegner hier sind nicht levelgebunden, die geben euch auf Stufe 100 genauso viel XP, wie sie euch auf Stufe 3, 4, 5, 600 geben. Ja, da ändert sich nichts dran. Ne? Was sich aber ändert, und das ist das Besondere eben an diesen Pet-Habitaten, die Pet-Habitat-Gegner hier, ja, die sind ja quasi auch genauso wie Dungeon-Gegner, aber die Pet-Habitate haben eben die ganz besondere Eigenschaft, dass sie halt eben nicht statisch XP geben, sondern die Pet-Habitat-Gegner, die richten sich nach eurem Level. Das heißt, umso höher ihr im Level seid, umso mehr Erfahrung bekommt ihr auch, wenn ihr so einen Gegner hier besiegen solltet. Ja? Ich habe das zum Beispiel hier auf EU15 gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht die richtige Reihenfolge bzw. der richtige Playstyle, wie man das normalerweise machen sollte. Aber ich habe zum Beispiel hier gestern, ja, auf Stufe 265, wo ich mich auch heute befinde, habe ich einen Pet-Habitat-Gegner besiegen können und habe hier 15 Millionen XP bekommen und das eben auf Stufe 265. Wenn man sich die jetzt noch länger aufsparen würde, würde man natürlich auch noch mehr XP bekommen. Und wenn ihr die natürlich früher legen solltet, ja, diese ganzen Pets, dann bekommt ihr natürlich automatisch auch nicht so viel XP. Ihr wollt natürlich im Normalfall die Pets so schnell wie möglich alle freigeschaltet haben, damit ihr die auch so schnell wie möglich findet, denn diese Pets, wenn ihr die freischaltet, geben die euch auch Prozente auf, auf eure Stats. Ne? Wenn ihr die Pets einmal finden solltet, wenn ihr die auf 100 levelt und wenn ihr die auf 200 levelt. Das gibt euch Prozente auf eure Stats. Und das ist eben der Nachteil bei dieser Taktik. Es ist natürlich klug, wenn das ganze Battle jetzt darum geht, auf XP zu gehen und so schnell wie möglich 350 zu erreichen, wäre es natürlich sinnvoll, sich zu sagen, okay, ich mache diese ganzen Pets jetzt extra spät, um später mehr XP aus den Habitaten rauszuschlagen, damit ich XP-technisch hier einen Vorteil haben kann. Ja? Die Pet-Habitate sind auch alle wirklich, die geben alle auch gleich viel. Ich hatte gestern ein paar unterschiedliche gelegt, die haben mir alle diesen XP-Bonus gegeben. Egal, ob das jetzt nun der Bofuchs hier gewesen ist oder Fuson, die haben mir auch alle gleich viel gegeben, weil die sich natürlich nach dem Level richten. Das heißt, es wäre auch eventuell sinnvoll, die Pets einfach gar nicht zu legen und relativ etwas späterem Spielverlauf sich die Pets alle zu Gemüte zu führen, was weiß ich, so roundabout um Stufe 300 vielleicht so, ja, dass man da dann sagt, okay, man fängt jetzt an, langsam die Pets jetzt zu nehmen, um sich halt eben hierdurch einen Vorteil zu erwirtschaften, ja. Und das birgt aber, wie gesagt, den Nachteil mit sich. Ihr findet die Pets natürlich dann auch nicht so schnell. Ihr schaltet die natürlich auch nicht so schnell frei, weil ihr euch da natürlich dann mehr oder weniger selbst quasi so eine kleine Pet-Pause einbastelt. Und das hat natürlich dann wiederum den Nachteil, dass ihr erstmal nicht von diesen Pet-Boni profitieren könnt, weil ihr diese natürlich auch noch nicht gefunden habt. Diese Pet-Boni, die könnt ihr aber früher oder später ja trotzdem immer noch freischalten, wenn ihr halt eben hintereinander weg alle Pets halt eben besiegen solltet. Und da empfiehlt es sich natürlich dann anfangs ein Pet relativ hoch zu füttern, um es so schnell wie möglich oder beziehungsweise um so weit wie möglich zu kommen mit diesem 100er Pet, weil es natürlich viel, viel stärker ist, als wenn man jetzt gewöhnliche Pet-Wege nehmen würde. Was weiß ich, zum Beispiel bei Erde auf, was weiß ich, Klopdiwop zu gehen, Lillipon, Klopdiwop und dann auf Maul durchzugehen, ja, sondern halt eben direkt irgendwie 1 auf 100 zu klatschen und dann halt eben versuchen, das Ganze hier so schnell wie möglich freizuschalten, um halt eben auch von diesem Boni hier zu profitieren. Ja, aber da müsst ihr halt wirklich selbst wissen, das ist ein Tipp, den kann ich euch geben, das ist ein Denkanstoß, zu sagen, okay, die Pets, die geben euch später mehr XP, aber ihr habt halt eben auch diesen Nachteil, dass ihr halt eben euch auch bewusst an diesen Pet-Boni erstmal davon nicht profitieren könnt, weil ihr die erstmal nicht findet, dann auch nicht auf 100 levelt, beziehungsweise halt eben nicht so schnell.
beziehungsweise habt ihr noch nicht diese ganzen Boni. Das meiste am Anfang schaltet sich ja dadurch frei, wenn ihr halt eben so ein Pets hier findet, ne, dann bringt euch das ja schon Prozente, die könnt ihr aber später immer noch bekommen. Ja, also das nur nochmal so als Hinweis, okay, das könnte eventuell dazu führen, dass das Ganze jetzt für mich jetzt sich als Vorteil erweist, als wenn ich die jetzt schon direkt alle legen würde. Ja, aber es birgt halt eben auch Gefahren mit sich. Da will ich euch nur drüber informieren. Ich selbst habe das Ganze jetzt noch nicht hundertprozentig so getestet, dass ich jetzt sage, okay, welcher Weg ist jetzt der schnellste? Normal die Pets spielen oder halt eben jetzt eine Pet-Habitat-Pause sozusagen zu machen. Aber rein logisch betrachtet macht es ja mehr Sinn, sich die aufzusparen, weil ihr halt eben auch mehr XP bekommt. Ne? Stat-technisch seid ihr ein bisschen behind am Anfang, aber die Stats könnt ihr euch früher oder später immer noch wiederholen. Das wäre nicht das Problem. Ne? Das Einzige, wo man sich jetzt, das wäre halt noch so ein bisschen, wo man sich drüber nachdenken könnte, wäre halt eben, dass man aufgrund dieses Stat-Nachteils eventuell in den Dungeons nicht so schnell vorankommt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so den Kohl fett macht, weil die Boni zum Anfang noch nicht so extrem krass sind im Vergleich zu dem, was man sich anderweitig noch so erwirtschaften kann, beziehungsweise zu dem Profit, den man sich dann hier halt eben holen kann, wenn man eben diese Taktik verfolgt. Ne, wie gesagt, 15,4 Millionen auf Stufe 265. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, weil soweit habe ich es noch nicht getestet. Wenn man das hier auf Stufe 300 plus oder so legen würde, wie viel man dann bekommt, aber es wäre bestimmt auch natürlich nicht so verkehrt. Ne? Das nur nochmal so als Denkanreiz dazu. Und als letzten Punkt, den ihr beachten solltet, beziehungsweise worauf ihr euch einstellen müsst, ist halt eben, dass wenn wir jetzt uns den Serverstart EU16 mal anschauen, beziehungsweise im Vergleich zu EU15 mal angucken, können wir schon ungefähr einkalkulieren, wie lange es dauern wird, bis die ersten Leute Stufe 350 erreichen. Wir haben jetzt zum Beispiel EU15 hier und EU15 ist jetzt 5 Wochen und ich glaube 2 oder 3 Tage alt. Ja? Und wir haben jetzt hier die ersten Spieler, die so 330 sind, roundabout. So, die sind mal höher und mal niedriger natürlich hier, aber wir haben jetzt zum Beispiel 363, ist momentan der höchste Spieler hier auf EU15 nach 5 Wochen und 2-3 Tagen. Und wenn wir jetzt EU16 haben, mit noch dem Black Gem Event, was ja dazu kommt, das heißt EU16 wird wahrscheinlich vielleicht sogar ein paar Rekorde aufstellen und da werden die Leute natürlich ein bisschen schneller leveln als auf EU15 alleine durch dieses Black Gem Event. Und was sie natürlich schon seit Anfang an haben. Und dann kann man so ungefähr einkalkulieren, dass EU16 circa 5 bis 6 Wochen benötigt, um halt eben die ersten Spieler vorzubringen, die Stufe 350 erreichen. Ja? Und dann muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn das Ganze noch 5 bis 6 Wochen geht, ab dem 1. Novembertag quasi, dann muss man sich darauf einstellen, dass es eventuell sein könnte, dass man noch innerhalb dieser Zeitspanne wahrscheinlich einen legendären Dungeon mit sich bringt. Ja, also es könnte sein, dass bevor die ersten 350 sind, noch ein LD dazwischen kommt und das macht das Ganze natürlich nochmal viel spannender, beziehungsweise halt eben wahrscheinlich auch für den einen oder anderen deutlich teurer, denn wenn der LD erstmal da ist, dann werden sich die Leute natürlich neu equippen. Das ist natürlich der günstigste Teil daran. Aber wenn man mal einen Schritt weiter denkt, wir haben ja Black Gem Event, das heißt, es kommen die ganze Zeit auch schwarze Edelsteine. Und wenn die Leute den legendären Dungeon einmal durchhaben, dann gibt es ja auch schon die legendären Steine, die sie finden können. Das heißt, nochmal ein Upgrade obendrauf für die Stat-Punkte, die sie halt eben erreichen können. Und was wahrscheinlich, worauf ihr euch schon mal hundertprozentig drauf einstellen müsst, und das ist wahrscheinlich die Sache, die das Ganze nochmal exorbitant teurer machen wird, wenn es die Leute halt wirklich wissen wollen. Der legendäre Dungeon ist ja wirklich mit das einzige Feature, wo ihr unbegrenzt euch Ressourcen erfarmen könnt. Ja? Es gibt kein weiteres Feature, wo ihr so viel Holz und so viel Stein herbekommt, um halt eben eure Festung voranzubringen. Und die Leute, die halt wirklich darauf erpicht sind, ja, so einen Avatar zu gewinnen,
und sich den Legendary Dungeon halt eben als Ressourcenquelle nehmen, um halt eben an Holz und Steine zu gelangen. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass Leute innerhalb von einem Serverstart irgendwie, nachdem der LD dort drauf erschienen ist, nach 2, 3 Tagen oder so, die Edelsteinmine teilweise sogar Leute auf Stufe 100 geskippt haben. Ja, da müsst ihr euch drauf einstellen, dass wahrscheinlich die Leute vielleicht nicht auf 100 skippen, aber vielleicht so auf 50. Denn bis Edelsteinmine Stufe 50 macht es schon noch einen etwas größeren Unterschied. Also die ersten 50 Level der Edelsteinmine machen einen größeren Unterschied als die letzten 50 Level der Edelsteinmine auf die Edelsteine halt eben. Ja? Und es werden wahrscheinlich Leute den Legendary Dungeon nutzen, um dort Ressourcenruns zu machen, um sich unbegrenzt Holz und Steine zu beschaffen, um halt eben die Mine zu skippen. Ja, um halt eben deutlich bessere Edelsteine zu bekommen, um damit auch natürlich sich und seine Begleiter zu verbessern und damit in den Dungeons weiter vorankommt. Es bringt natürlich nichts großartig, die Steine hier zu nehmen und die Statpunkte zu boosten, damit man höher hier in der Ehrenhalle steht, weil, wie gesagt, der Rang der Ehrenhalle macht ja nichts aus. Allerdings machen natürlich hohe Steine dann schon auf sich und seine Begleiter schon was aus, indem sie halt eben in der Licht- und Schattenwelt deutlich weiter vorankommen als Leute, die halt eben nicht diesen Stat-Vorteil haben und sich dadurch natürlich nochmal deutlich mehr XP zusammen farmen können als Leute, die das halt eben nicht machen. Und das wird sowieso eine sehr teure Angelegenheit werden, aber zum Ende wahrscheinlich, wenn es wirklich einen Legendary Dungeon innerhalb dieser Zeitspanne geben sollte, kann es wirklich dann halt nochmal sein, dass man hinten raus wahrscheinlich mit nochmal viel mehr Geld rechnen muss, als man eh schon hier reingesteckt hat in die ganze Angelegenheit. Und davor wollte ich euch einfach nur nochmal warnen bzw. darauf hinweisen, dass das Ganze wirklich ziemlich preisintensiv werden kann und wirklich da nochmal meine Warnung an der Stelle nochmal aussprechen möchte für die Leute, die da wirklich dran teilnehmen wollen, dass die sich da wirklich bestens drauf vorbereiten und halt wirklich auch, ich sag mal, so ein großes finanzielles Polster haben, dass ihnen das halt eben nicht in dem Sinne wehtut, sag ich mal, dass die da jetzt irgendwie auf irgendwas im Real Life oder so verzichten müssen. Ja, also ich kann euch natürlich nicht genau sagen, wie viel Geld ihr auf der Seitenlinie parken solltet, aber wenn ihr jetzt irgendwie ein Azubi seid, der irgendwie, keine Ahnung, im Monat irgendwie 800-900 Euro Lohn bekommt und dann würde ich euch hiervon abraten, das Ganze hier zu machen. Ja, denn das ist es, würde ich an der Stelle sagen, nicht wirklich worth. Ja, also am Ende des Tages muss es jeder selbst wissen und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und aber da möchte ich euch wirklich nur nochmal vorwarnen, dass das Ganze ziemlich gefährlich sein kann und ihr nicht mal die Garantie habt, wenn ihr tausende Euro in die Hand nehmt, dass ihr halt auch wirklich einen von diesen Avataren bekommt. Ja? Die Leute arbeiten mit Kniffen und Tricks und so, die sie sich über jahrelange Recherche so zusammengeschustert haben und deswegen da auf jeden Fall nur meine Warnung da in die Richtung, ne? Aber halt eben solche kleinen Kniffe wie zum Beispiel das mit den Pets, das könnte eventuell halt eben so ein bisschen was ausmachen, aber am Ende des Tages weiß ich nicht, wie viel ihr dann durch sowas besser dasteht, beziehungsweise könnte es halt eben auch sein, dass andere Leute davon auch wissen. Und durch diese Spielweise versaut ihr euch natürlich auch die normalen Pet-Wege, sag ich mal, so an sich, denn wenn man sich jetzt hier auf diese Pet-Spielweise so konzentriert, wie es jetzt hier ist, dann verfolgt man ja nicht die normale Pet-Rotation beziehungsweise die normalen Pet-Wege, wie man halt eben die freischaltet, beziehungsweise welche man bis zu welcher Stufe levelt, um halt Gegner irgendwie freizuschalten, weil man das dann komplett über Bord wirft. Und das macht sich natürlich langfristig natürlich auch etwas bemerkbar und ist natürlich nicht die herkömmliche Spielweise, wie man normalerweise die Pets spielen sollte. Also wie gesagt, da nochmal eine Warnung an der Stelle. Ne? So würde ich es wahrscheinlich machen, aber es ist natürlich halt auch eben keine Garantie an der Stelle, dass es jetzt halt eben jetzt für irgendwie ein Avatar reicht oder so. Ne? Ja, Freunde, das erstmal soweit dazu. Das meine Gedanken und Hinweise dazu, was man eventuell machen könnte bei diesen Avatar-Rennen. Und wir werden sehen und schauen,
wie das Ganze dann aussieht. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und mit begleiten. Wie gesagt, wahrscheinlich 5 bis 6 Wochen werden wir mit rechnen müssen, dass die Leute brauchen, bis die ersten 350 erreichen, wenn wir halt das eben an den Serverstart von EU15 jetzt hier festmachen. Ne? Okay, jetzt backt das natürlich ein bisschen rum hier. Aber ja, so circa wird das dann ungefähr aussehen. Und ja, mal sehen, worauf wir uns einstellen können. Und das soll es aber erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.